What? Bro, what are you talking about, man? Hä? It's only a game. Why you have to be mad? Oh mein Gott. Es wird eine Rallye aufgemacht und zwar gegen Voldemort. Von Bang wird die aufgemacht. Dabei sind Burak, IMAX ist dabei, dann ist Dragonsteel dabei und natürlich M-Dragon. Und wir wollen mal gucken, wie viel Schaden diese Rallye an Voldemort macht. Dazu gucken wir uns das mal genau hier im Hintergrund an. Da ist Voldemort, ja, könnt ihr sehen, mit dem Weihnachtsskin. Und wir wollen mal abwarten, was jetzt so passiert. Die Rallye ist startklar und wir sehen, oh, Voldemort ist weg. Er ist geflüchtet. Und dort hat sich ein anderer hingestellt. Es sind auch keine Reports da. Das heißt, Voldemort ist einfach weg. Hier sehen wir eine Rallye auf IMAX. Und dieser Bericht besagt, dass IMAX standgeblieben ist. Ja, also er war standhaft und hat sich der Rallye gestellt. Und wir sehen, Blue war mit dabei, Voldemort war mit dabei. IMAX wurde natürlich auch verstärkt, weil es natürlich eine Rallye war. Und ja, die Verluste, die sind echt schon enorm. Ja, also die beiden scheuen sich auch nicht, Kampfberichte zu zeigen, wenn sie viel verlieren. Also ich kann jetzt nur für IMAX sprechen, weil von Voldemort erhalte ich nichts. Ergo kann ich auch nichts von Voldemort zeigen. Aber wir sehen ja die Kampfberichte und wir sehen hier auch die Spezialisierungskarten und die ganzen Buffs. Und bleibt auf jeden Fall dran am Video. Es wird noch spannend weitergehen. Und zwar kommt erst ein Teil von IMAX, wie er ein bisschen PvP macht, und dann kommt ein Teil von Voldemort. Ne? Was ist meine Meinung zwischen diesen beiden? Wer ist stärker? Ne? Also ich bin der Meinung, Voldemort ist stärker. Ja? IMAX hat ja früher oder ja in der Vergangenheit sehr gut aufgeholt zu Voldemort, aber Voldemort ist ein Fuchs. Ja? Sobald es neue Sachen im Spiel gibt, 1, 2 Tage später oder noch am selben Tag, ist er dabei, alles auf Maximum zu bringen. Ja? Das heißt, die Warcards, die Spezialisierungskarten. Ich weiß nicht, was Voldemort da für einen Topf voller Rubine hat. Ich glaube, wenn er sich ein paar Rubine rausholt, wachsen die einfach nach. Ja? Und IMAX hat es natürlich echt schwer dagegen. Okay, gut. Also hier sehen wir ein bisschen den... Ach ja, hier ist der Angriff von IMAX auf Childe. Beziehungsweise war das auch eine Rallye. Und wir gucken mal, was dort passiert. Die Rallye kommt da oben. Ja, ihr seht schon den, ich glaube, der Kampf-LKW war das. Ach nee, mit dem SWAT-Fahrzeug. So, und jetzt schauen wir uns mal... Oh, Childe ist ja gone. Der ist ja weg. Okay, alles klar. Gut, wir gucken uns jetzt aber mal den Kampfbericht an, weil die Berichte, die sind immer am besten. Oh ja, ihr seht, Childe hat mächtig viel eingesteckt. Yodo war mit dabei und ja, die Verluste waren echt enorm. Aber ihr seht im Hintergrund noch, IMAX hat noch ein bisschen PvP-Action gemacht. Aber der Kampfbericht eben, der war schon heftig. Ne? Okay, die ganzen Beschleuniger, die hier raufgehen, ne, er knallt natürlich alle raus da. Und hier natürlich auch nochmal. Also ich weiß auch nicht, ne? Wir spielen alle in der anderen Liga. Ach, hier ist nochmal der Kampfbericht, IMAX und Childe. Und hier haben wir auch nochmal einen Kampfbericht, IMAX und Childe solo, ja, und ohne Verstärkung etc. Und wir sehen hier natürlich auch nochmal im Hintergrund, wie IMAX weiter attackiert. Und den Kampfbericht, den können wir uns gleich auch nochmal anschauen. So, lass uns mal gucken hier, was es hier so Schönes gibt. Ja, okay, das war mal ein kurzer Kampfbericht. Das muss auch mal sein. Hier greift er nochmal an mit... Oh, er hat nicht mehr so viele Beschleuniger. Ne? IMAX, du musst deine Beschleuniger auffüllen. IMAX hat natürlich hier auch gewonnen. Die Verluste waren auch enorm. Ne? Also, holla die Waldfee. Das ist echt viel gewesen. Okay, was geht hier so ab? Ja, hier ist auch noch ein bisschen PvP-Action. Und, weggeportet. Ja, und natürlich hat sich ein anderer hingeportet. Ja, auch nicht schlecht. Hier ist natürlich Voldemort. Und Voldemort, ich weiß nicht. Ich habe natürlich nicht negative Sachen. Ja, weder gegen Voldemort noch gegen IMAX. Bei Voldemort doch eine negative Sache habe ich. Er schreibt mir immer noch nicht zurück, ja. Auf jeden Fall, er ist in der Kampfbereit. Er ist eine richtige Kampfsau. Und er greift an. Ja, er greift an. Ob er verliert oder gewinnt, ob er die Season verliert oder gewinnt, spielt bei ihm keine Rolle. Ne? Und ja, ich zeige ihn auch gerne und das ist auch kein Problem. Hier greift er River an, von uns, ne, vom Server 2013. Er greift River so lange an, bis sie wegfliegt. Ne? Und das muss man Voldemort zugute halten. Also er ist permanent dabei. Bei Kriegen, na gut, manchmal schläft er auch, IMAX schläft manchmal auch, aber das ist ja nicht so wild. Aber das sind so zwei Wale, die halten sich mal so die Waage. Und wie gesagt, meiner Meinung nach ist Voldemort ein bisschen stärker, weil wenn neue Sachen rauskommen, er hat sofort alles auf Maximum. Ich weiß nicht, wo er das hat. Ne?
manchmal kommt mir das so vor, ach, Blue greift ja auch nochmal mit an, als, weiß ich nicht, als kommen die Items zu ihnen hingeflogen, ja. 2 Uhr nachts ist der Reset, Voldemort geht in sein Spiel rein, guckt in seinen Posteingang und sieht, ich habe alle Materialien, alles auf Maximum. Ne? Und ich kann IMAX auch schon verstehen, ja, also wie gesagt, Hut ab, ne? IMAX ist richtig stark geworden. Wie gesagt, die sind auf Augenhöhe, ja. Aber dennoch können sie sich beide gegenseitig nicht verbrennen. Ne? Die haben das schon getestet, mit Verstärkung, ohne Verstärkung, mit Rally, ohne Rally, MOP, ohne MOP. Wie gesagt, ob solo oder zusammen in der Gruppe, die können sich gegenseitig nicht verbrennen. Einen kleinen Seitenhieb muss ich noch an Burak geben. Er brennt immer. Ne? Burak in jeder Season. Ja, das ist so eine kleine Stimmungskanone bei uns, der Burak. Grüße gehen übrigens raus an Burak. Voldemort hat River fliegen lassen. Und ja, damit kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Also ihr könnt gerne einen Hashtag für IMAX geben in den Kommentaren oder einen Hashtag für Voldemort. Ich bin gespannt, auf welcher Seite. Naja, das klingt immer doof. Seid am besten neutral, ja. Voldemort ist ein OG, ne? Er ist ein starker Spieler, ist seit 1, 2, 3 Jahren im Spiel drinne, immer auf Maximum, immer kampfbereit. IMAX ist ein richtig starker Spieler, hat sich in kürzester Zeit hochgepusht, sage ich jetzt mal so, um mit Voldemort mitzuhalten. Und das gibt immer einen Clash, ja. Also deswegen auch immer die Videos zwischen IMAX und Voldemort. Ja, weil das ist halt, das interessiert jeden. Ja, mich interessiert es natürlich auch. Und ich würde auch gerne mal sehen, wenn Dragonsteel mir Kampfberichte schickt. Ja, also Dragonsteel, wenn du das siehst, schick mir ruhig auch mal was. Und wenn die Feinde mir was schicken würden, ne, also Voldemort, schick mir doch was. Ja, das, ja, kann ich auch mal was zeigen von dir. Okay, gut. Ihr könnt, wie gesagt, was in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Euer Sultai.